Herzlich willkommen, liebe Carrado-Freunde. Nun geht es um das Thema Gas im Wohnmobil und wir zeigen euch, wie sicher und einfach der Umgang damit ist. Gas ist eine unverzichtbare Energiequelle für einige Geräte in eurem Fahrzeug. In all unseren Carrado Wohnmobilen und Campervans gibt es dafür einen speziellen Platz für 2 Gasflaschen. Bei fast allen Modellen ist die Füllmenge der Gasflaschen auf 11 Kilogramm je Flasche begrenzt, außer beim Campervan 601, da sind es 5 Kilogramm aufgrund des begrenzten Stauraums. Die Gasflaschen befinden sich in einem gasdichten Gaskasten, damit beim eventuellen Austritt kein Gas oder auch kein Geruch ins Innere des Fahrzeugs dringen kann. Außerdem befindet sich im Boden dieses Kastens eine Lüftung, damit das Gas im Falle eines Austritts nach außen abgeleitet werden kann, da bekanntlich ja Gas schwerer als Luft ist. Deswegen ist es natürlich wichtig, diese Lüftung im Boden immer freizuhalten. Der Zugang zu den Gaskästen befindet sich je nach Modell auf der linken oder rechten Seite des Fahrzeugs und ist bequem über die Außenklappe oder die Garage zu erreichen, außer bei den Campervans. Da befindet er sich hinter der Hecktür. Und jetzt wollen wir die Gasflasche mal anschließen. Dafür entfernt ihr zunächst die rote Schutzkappe. Und um den Gasschlauch bzw. den Gasdruckregler an die Gasflasche anzuschrauben, müsst ihr zunächst die schwarze Abdeckung abschrauben. Und der Gasschlauch, der befindet sich bereits im Fahrzeug. Mitgeliefert ist der Gasdruckregler, den schließt ihr an den Gasschlauch an und schraubt ihn dann an die Gasflasche an. Beachtet bitte dabei, dass es sich um ein Linksgewinde handelt. Dies alles ermöglicht eine sichere Verbindung zwischen dem Gasdruckregler und der Gasflasche, um so eine ordnungsgemäße Funktion der Gasanlage zu gewährleisten. Nun geht es darum, die Gasflaschen sicher zu fixieren. Verwendet dafür bitte unbedingt die mitgelieferten Spanngurte. Denkt bitte daran, die Gasflasche darf nicht geöffnet sein während der Fahrt. Es sei denn, ihr habt einen Gasdruckregler mit einem Crash-Sensor installiert. Da gibt es allerdings je nach Land Unterschiede, deswegen informiert euch bitte unbedingt vor Fahrtantritt darüber. Prüft daher unbedingt vor Fahrtantritt, ob eure Gasflasche geschlossen ist, denn Sicherheit geht vor. Die Gasflaschen könnt ihr bei Reisemobilhändlern, Baumärkten oder bei Zubehörgeschäften erwerben. Oder auch bei Campingplätzen und Tankstellen. In der Regel fällt dafür eine Leihgebühr an. Die 11 Kilo Flaschen, da könnt ihr wählen zwischen Aluminium und zwischen Stahl, wobei Aluminium natürlich leichter ist. Und um den Füllstand zu ermitteln, gibt es verschiedene Methoden. Zum einen natürlich das klassische Schütteln, der Einsatz einer Waage oder dieses Ultraschallstiftes. Und ihr seht, die Flasche ist leer. In eurem Wohnmobil oder Campervan gibt es verschiedene gasbetriebene Geräte. Den Gasherd, den Kühlschrank, außer im Campervan, und die Heizung mit integrierter Warmwasseraufbereitung. Um die Geräte zu nutzen, müsst ihr natürlich erstmal die Gasflasche aufdrehen. Und dann habt ihr im Fahrzeug für jedes Gerät ein Gasabsperrventil. Dieses dreht ihr auf, um es zu nutzen. Schräg ist zu, senkrecht ist auf. Ein wichtiger Hinweis für unsere Campervans. Dort befinden sich die Gashebel unter dieser Sitzbank hinter einer Klappe. Diese Gashebel haben noch eine sehr wichtige Funktion. Wenn man beispielsweise die Gasflasche nachts nicht abgedreht hat, kann man mit Hilfe dieser Gashebel das Gasventil verschließen. Das war unser Thema Gas im Wohnmobil. Mit dieser Anleitung ist der Umgang mit Gas einfach und sicher. Habt ihr Fragen, Anregungen, dann schreibt uns gerne in die Kommentare. Und wollt ihr wissen, wie man mit Gas im Wohnmobil kocht, dann klickt dieses Video.